Welcome again for episode number, I don't remember how much, here in Ingolstadt in Germany with Lorenz Guardian, the author of the book Taktung Pendelschlag, the theory about metronome numbers, reading them in the right way, quote unquote, and also on the French notation, the Pendler notation. So we have a project with Lorenz here on Authentic Sound. You can find more videos on that. I will link the playlist here in the description. So for this video, we wanted to make a short follow-up on the Lafayette video, since we were in this beautiful first print 75 of Lafayette that Lorenz has, just sniffling around and finding some very practical descriptions of directing things and directing music. So just give you two examples of possibilities how this could be performed, and at the end my question would be to Lorenz, also as we had in the Mazen video, how is Klaus Mieling, author of the book, also similar to yours, but a little really at the other side of the spectrum. How is he treating this, and what's your take on that? So, go ahead, Lorenz. Ja, wir nehmen zwei Sarabandenbeispiele. So very slow movements. Ja. Yeah. Und das auch deswegen, weil in der Musikwissenschaft gesagt wird, diese Doppelschlagstheorie, die als erster übrigens nicht Talsma, sondern Erik Schwand schon, glaube 1974 bei La Filare dargelegt The hat. variable use of metronome. We will talk about that in a future video. Und auch Schwand sagte, ja, für die schnellen Sätze dieser Tänze leuchtet das eigentlich für ihn ein. Aber es werde unmöglich bei den langsamen. Yeah. Das Again, hatte also sowohl I have some Schwand questions wie about that, Talsma. but that's really for another topic. Now focus on Aber Lafayette. hier haben wir jetzt eben so eine langsame Sarabande. Aber was eben jetzt wieder interessant ist, die Atemzeichen. Und auch eine Beschreibung, wie die The Sarabande description, yeah. geht. Quand cette mesure se chante gravement, comme par exemple à la sarabande et à la passacaille, au lentement à trois plans égaux. Lentement. Und eben die Atemzeichen hier. Wenn, also die Angabe, die Tierce-Angabe, wenn man die überträgt auf Metronom, gibt es folgendes Tempo. Jetzt ist die Frage, ist das langsam, ist das schnell? Für die Viertel. Din, dan, din. Sind das 3 langsame Schläge oder ist das schnell? Din, din, din. Schwierig zu sagen. Yeah, you know what the problem is, Lorenz, and that is something you will often hear, that if you really don't want to accept the fact that there might have been another kind of solution, then you will say, yeah, that's taste. You say it's slow, I will say it's fast, but dumb, it's not slow, in my opinion. Ja, ich finde auch. Und vor allem, wenn man jetzt noch die Atemzeichen dazu nimmt, Can you demonstrate this? Ja, ich mache es jetzt einmal mit den Atemzeichen Ja. und die schnelle Variante. Ich mache es mal hier weiter. Und so weiter. Yeah. So that's a single beat interpretation. Genau, so to und say. jetzt Doppelbeat. And it's always a little bit, you have to adapt to from fast to Und slow. jetzt mache ich eben die Atemzeichen dazu.
1, 2, 3. So we can choose basically 1, 2, 3 or 1, 2, 3. That's Lentement. Das ist natürlich lang. Again, yeah. Aber mit den Atemzeichen funktioniert es wunderbar. Gehen wir zur anderen Sarabande. So we have a second example, yes. Okay. Und das ist jetzt auch wieder ganz interessant, weil diese zweite Sarabande im 6/4-Takt notiert ist, also sicher etwas schneller sein muss. Es sind 2 Dreiertakte zusammengefasst. Aber er schreibt, Auch in Sarabande. diese Sarabande befindet sich unter den Airs de Mouvement par la mesure à 6 temps grave. Und eben, es heißt eindeutig 6 Zählzeiten. Und was ist Grave dann? Grave Grave, schwer. Schwer, ja. Ernst, langsam. Heavy, actually. Genau. Heavy, yeah. Genau. Okay. So Ton is the beat. Und jetzt gibt er dafür auch wieder eine Dauerangabe von Thiers an. Und das wäre dann im Metronom-Verhältnis so. Das wären jetzt die einzelnen Temps. Das sind jetzt die Temps. Das ist 6 Temps grave. Das ist Grave. Das sind 6 Temps grave. Literally, so single beat. Ja. No. Das ist Single. Genau. Ja, okay. Das ist nicht Grave. Das ist eindeutig nicht grave. Allegro molto. Genau. Ja, okay. Und jetzt halb so schnell. Dun, 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 dun. Very normal. Das sind 6 Temps grave. Herr Mieling hat das Problem auch erkannt. Ja, das ist your Und point. was schreibt er dazu? Ja. Also beim ersten Satz weiß ich nicht, was er meint. Bei den Sechsertakten wird das Wort temps wie bei Lullier als bloße Bezeichnung für den Nenner der Sinie gebraucht. Was ist das? Das ist kompliziert. Also der Nenner wäre eben was ist Nenner? 6, also Nenner ist unten, die 4. Die vierte. Genau. Ja. Also das sei, wahrscheinlich meint er, es sei ohne Belang, es ist einfach nur eine Bezeichnung der Taktart, sei aber sonst nicht von Belang. Aber dann sagt er, im Taktart, six temps grave, So it's explicitly pointing to this Lafayette. führt das Pendel natürlich 6 schnelle Schwingungen aus. Er sagt einfach, ja, selbstverständlich führt bei einem Takt mit 6 langsamen Zählzeiten das Pendel 6 schnelle Zählzeiten. Yeah. Selbstverständlich. Was soll da selbstverständlich sein? There is some energy if you talk about Mieling, so I guess you not agree with each other all along. Anyway, this Lafayette thing, it was very practical. Is there something you would like to add to that, or we move on? Then we move on, I believe, to La Chapelle as one of the latest French sources that we're going to treat. It's all theoretical. This was very practical, and I think Sarabande shows that even the slow movements are not to be considered not to be metrical. So the variable use of metronome, as Talsma was advocating, and a lot of people have taken over. We're going to address that, including myself. We're going to address it in a future video. Thank you, Lorenz, and we see each other very soon again. Bye.